Paraguay auswandern. Wir haben nun einen neuen, jungen, sehr intelligenten und charismatischen Präsidenten hier in Paraguay, Santi Peña. Beschreib uns doch mal bitte mit deinen Worten, was dieser, ich sag mal, Erdrutschsieg für die Colorados mit Santi Peña als Präsidenten Paraguays, für die Menschen in diesem Land und natürlich auch den Europäern im El Paraíso Verde bedeutet. Okay, liebe El Paraíso Verde Fans, dieser Sieg ist so wichtig für El Paraíso Verde und für das Land Paraguay und auch für euch, wenn ihr einen sicheren Ort sucht, an dem ihr mit eurer Familie in Sicherheit, in einer sauberen, gesunden Umgebung leben möchtet, dann ist dieser Sieg wohl der eindrucksvollste und der bedeutendste Sieg, den wir jemals errungen haben in diesem langen Kampf, in diesem langen Krieg, den wir in den letzten 5 Jahren geführt haben. Ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Als wir das Projekt begonnen haben, war der Präsident Horacio Cartes. Und der Vizepräsident der Railschuf Aktiengesellschaft war der mittlerweile leider verstorbene Dr. Luis Cartes. Beide haben uns zugesichert, dass sie für unser Projekt den roten Teppich ausrollen würden. Und das war damals 2016 so. Allerdings, sagen wir so, zu unserer limitierten Freude wurde dann nicht Santi Peña Präsident im Jahr 2017, der war nämlich von Horacio Cartes vorgeschlagen, sondern Marito. Unter Marito waren die letzten 5 Jahre sehr schwierig, weil, ihr müsst euch das so vorstellen, die konservative Partei Paraguays, die Pro-Wirtschaftspartei, hat ja auch verschiedene Parteiflügel. Und so wie man in den amerikanischen Republikanern die Rhinos hat, also die eher zur Korruption neigende Establishment, und die Patrioten, so war das hier auch. Eine Minderheit eines Establishments, das durchaus mehr korrupt war und durchaus mehr, sagen wir so, die Dinge behindert hat, kam an die Macht und die Patrioten mussten sich in den 5 Jahren die Macht erkämpfen. Und der Kampf, den wir hier geführt haben, von dem haben wir bis jetzt nie gesprochen, aber das muss einmal ausgesprochen werden, der Kampf war wirklich sehr, sehr, sehr anstrengend. Er hat alles unsere Kräfte, unsere Ressourcen sehr in Anspruch genommen, aber wir mussten ihn gewinnen. Die Alternative gab es nicht. Eine Alternative wäre gewesen, entweder das Land weiter in den Händen eines Establishments zu haben, das doch zu einem großen Teil korrupt ist, oder noch schlimmer, die Linken an die Regierung zu bringen. In beiden Fällen wäre Paraguay als sicherer Ort für eure Zukunft verloren gewesen. Also es mussten die Patrioten gewinnen. Und wir haben nicht nur den Krieg geführt, wir haben so eindrucksvoll gewonnen, dass von den 17 Departements Caçapaz wurden 15 gewonnen bei der Vorwahl und bei der Landtagswahl. Und sogar die restlichen beiden Departements, die jeweiligen Bürgermeister, haben sich dann den Patrioten angeschlossen. Also wir haben das Land mit den Patrioten erobert in diesen 5 Jahren und haben heute eine Regierung, die gegen Korruption, entschieden gegen Korruption, für das Vaterland, natürlich auch für Männer und Frauen in einer Gesellschaft, also gegen diesen ganzen Woke- und Gender-Wahn ist, pro Wirtschaft, pro Immigration, pro Freiheit, gegen diese Bürokratie. Und übrigens, es gibt schon bereits innerhalb der neuen Regierung und der neuen Abgeordneten, Senat und Abgeordnetenhaus eine Gruppe, die die Covid-Geschichte und die Korruption der letzten 5 Jahre, die Covid-Korruption vor Gericht bringen wird. Also es wird hier ganz, ganz entschieden vorgegangen, wer auch immer in den letzten 5 Jahren verdient hat am größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte, der wird zur Verantwortung gezogen. Und das haben wir im El Paraíso Verde zu einem großen Teil hier machen müssen in den letzten 5 Jahren. Wir haben dafür nicht Dank bekommen, wir haben Häme bekommen, wir haben
wir haben Kritik bekommen, wir haben alles bekommen, nur nicht den Dank, dass wir dieses Land offen gehalten haben. Und wir haben das Land offen gehalten. Die Patrioten haben gewonnen und jetzt hat Santi Peña einen eindrucksvollen Wahlsieg mit 15% Vorsprung vor der nächsten Partei geführt. Und der Gouverneur ist ein überzeugter Patriot, Dr. Christian Acosta. Er wird hoffentlich heute auch kommen zu der Feier, die wir haben. Und der Gouverneur hat sogar mit 63% der Stimmen gewonnen. Also eindrucksvoller geht's nicht. Paraguay hat ganz klar Ja gesagt, bei über 61% historischer höchster Wahlbeteiligung kontra Korruption und Vetternwirtschaft. Also es war ein eindeutiger Sieg der guten Seite, der lichten Seite. Wir sind mitten dabei, das El Paraíso Verde auf die nächste Ebene zu bekommen, weil jetzt in den nächsten 5 Jahren ist es möglich, das El Paraíso Verde zur Kolonie zu machen. Das war in den letzten 5 Jahren nicht möglich. Jetzt ist es möglich, die wirtschaftlichen Voraussetzungen für eine stabile Gemeinschaft zu machen, die wir zwar schon waren, aber jetzt können wir richtig erst loslegen mit El Paraíso Verde. Santi Peña als Vizepräsident, Pedro Aliana, ist jemand, der absolut auf derselben Linie ist. Die beiden sind komplett, also wundervolle Menschen, wenn ihr mit ihnen zusammen seid. Das ist geradlinig, da hat man eine gute Energie, da spürt man, dass sie eine positive Energie für das Land haben. Die beiden waren schon 3-mal hier vor der Wahl und wir sind sehr, sehr glücklich, dass sie jetzt gewonnen haben. Stichwort Erwin Silvia, Juan macht's möglich. Wie sieht das aus? Der normale Mensch, der kann sich nicht vorstellen, wie Juan im Hintergrund agiert hat, wie er Leute kontaktiert hat, Politiker kontaktiert im Einzelnen, wie viel Zeitaufwand das ist. Kannst du sagen, wie das aussieht in der Realität? Was muss man da tun? Einfach mal für den Menschen, der keine Ahnung hat, worum es geht, dass der das mal versteht. Heute ist unser Präsidentschaftskandidat Santiago Peña zu uns gekommen, macht eine 3-Tagestour durch die Provinz Casanare und ist als einziges Unternehmen zum Paraíso Verde zum 2. Mal schon gekommen. Wir hatten eine Versammlung mit über 1200 Personen. Und ja, voller Tatendrang. Man muss sich vorstellen, Juan ist den ganzen Tag mit den Politikern in ständigem Kontakt. Er kriegt mindestens 30, 40 WhatsApps von verschiedensten Politikern, von Höchstrichtern, von den Spitzen der Administration und von den Spitzen der Regierung. Juan fuhr jede Woche, meistens 2 Tage nach Asunción, um dort politische Arbeit im Senat, im Repräsentantenhaus zu machen, um zum Beispiel 5G zu verhindern, die Impfung abzustellen, die Covid-Maßnahmen abzustellen, den Lockdown zu reduzieren. Wir hatten eigentlich hier keine 2 Wochen wirklichen Lockdown, dann wurde schon gelockert und den Test abzustellen. Wir hatten hier wirklich 5 Jahre zu tun, weil immer wieder kamen Vorstöße von der dunklen Seite, um wieder irgendetwas einzuführen, was das Leben hier behindert hätte. Und dann wollten sie wieder eine Impfpflicht einführen und dann kam dann dieser röckchentragende US-Botschafter, der dann unbedingt die Woke-Agenda einführen wollte, mit 64 Millionen Euro Unterstützung aus Europa. Das haben wir abgewürgt, indem wir die größte Demonstration des Landes veranstaltet haben hier und haben den Herren gezeigt, dass wir hier immer noch Frauen und Männer haben. In Paraguay, wir sind hier anders. Wir haben diesen Kampf geführt und der Juan war an vorderster Front. Er hat sich in die Schlacht geworfen, das hätte auch niemand anderer machen können. Ich greife mal das Wort Schlacht auf. Er begibt sich damit ja auch wirklich in Gefahr. Er steht ja im Brennpunkt der Politik in dem Moment. Genauso wie auch Sein du. Sein Leben war in Gefahr. Wie auch du und Silvia. Ja, sicher, wir alle sind hier. Ihr braucht Leute, die auf euch aufpassen und. Das kann sich kein normaler Mensch vorstellen. Nein, das ist richtig so, ne? Sein Privatleben aufzugeben für die Security, die die ganze Zeit um ihn herum ist, das ist nicht lustig. Alles das haben wir aufgegeben. Wir haben das alles aufgegeben, damit ihr hier in Frieden leben könnt. Und das betrifft übrigens auch diejenigen, die da draußen in Paraguay sind, die nie geschätzt haben, was wir hier tun, die auch teilweise uns mit Häme, mit Schlechtreden bedacht haben, statt dass sie eigentlich uns dankbar sein sollten, weil ohne uns wäre dieses Land heute genauso kommunistisch wie alle Länder Südamerikas, mit Ausnahme von Ecuador, aber dort ist hohe Kriminalität und eine sehr schlechte Wirtschaft. Ja, dann sind wir schon fertig. Uruguay, dort ist alles sehr teuer, auch keine wirkliche Wirtschaft, nur der Fremdenverkehr, alles sehr teuer und das Wetter ist ziemlich saukalt, 8 Monate im Jahr.
und Paraguay. Wir sind die letzten Bastionen, wo überhaupt noch eine freie Regierung ist. Alles andere ist mittlerweile der Diktatur anheimgefallen und das haben wir hier verhindert. Ich wollte noch mal eben auf das Bewusstsein der Menschen zurückkommen. Und zwar habe ich eben ganz kurz mit dem Jan gesprochen, auch über die Wahlen von Santi Peña. Und da fing er an zu sprechen, zu erzählen und sagte dann zum Schluss, ja, stell dir doch mal vor, wenn der verloren hätte. Die Liste 3 ist von Soros gesponsert. Die waren nicht vorhanden. Die waren erst kurz vor der Wahl etabliert mit viel Geld und haben damit den zweiten Platz errungen, allerdings mit 15% hinten. Ja? Die dritte Partei war der Pajo Cubas und das sind die linken Garden, ja? Die Kommunisten, also die Radau-Brüder, wenn man so will. Ja? Alle anderen sind ja um 1% oder weniger als 1%. Ja? Es gab keine Alternative, als alles, was wir hatten, in diese Schlacht zu werfen, um diese Schlacht zu gewinnen. Es gab nicht Dosieren von Kraft. Wir mussten mit voller Kraft voraus und wir mussten alles sicherstellen, damit die Patrioten gewinnen. Und das war ein immenser Druck, der auf uns gelastet hat, wie oft wir bedroht worden sind, was wir alles mitgemacht haben, wie oft das auf das Messerschneide war in den letzten 5 Jahren. Das kann sich kein Mensch vorstellen. Aber wir haben vor den Siedlern eigentlich das ferngehalten, weil die Siedler hätten das gar nicht tragen können, diese Last. Ja. Also klasse, kann ich nur sagen. Ich sag mal Helden dieser Zeit. Ne? Ich wollte nie ein Held sein, ich will Gitarre spielen, entschuldige, aber ich will kein Held sein. Ich weiß. Nein, ich wollte kein Held sein, nein, wirklich nicht. So, jetzt sind die Wahlen vorbei. Die Colorados haben einen erfolgreichen Wahlkampf hingelegt. Santi Peña ist Präsident geworden. Ich gratuliere beiden, Santi Peña und Horacio Und der neue Cartes. Gouverneur, Dr. Christian Acosta, ein Freund von mir persönlich, ein ganz lieber Kerl. Ja. Der neue Senator, erstmals ein Senator aus dem Bundesstaat Caçapá. Pipo Veron ist jetzt Senator, er war früher Gouverneur. Wir haben natürlich unsere Abgeordneten alle bestätigt. Wir haben den Avelino Dávalos natürlich bestätigt. Und sein Bruder von Pipo, Armando Diaz Veron, ist der Bürgermeister, natürlich schon seit einiger Zeit in Caçapá, das heute auch hier. Also wir haben hier praktisch die gesamte Politik. Wir haben erstmals Senat und Abgeordnetenhaus in den Händen der Colorados, und zwar der Patriotenfraktion der Colorados. Okay. Was anderes. Ich kenne dich ja, du bist ja der Zukunft immer positiv eingestellt gegenüber. Es ist immer positiv, du weißt, was kommt. Es kann noch so negativ sein, du hast immer einen Plan B. So habe ich dich kennengelernt und so kenne ich dich. Jetzt gucke ich als Deutscher, als politikgeschädigter Deutscher in Deutschland genau diesen Film an und weiß, dass in Deutschland welche sitzen, die sagen, diesen Film brauche ich mir gar nicht angucken. Politik, die versprechen dir ein und anschließend, wie ist deine Sicht der Dinge? Also ich sage das anders. Ich muss ja für das Land El Paraíso Verde sprechen. Mit 16 Quadratkilometern sind wir ja eigentlich ein Land, im Land Paraguay. Wir haben uns bemüht, alles zu halten, was wir versprochen haben. Und man muss auch sagen, es war eine sehr, sehr raue Zeit. Es ist hier nicht alles so gelaufen, wie wir ursprünglich geplant hatten. Es ist so vieles passiert und vieles ist nicht so ausgegangen, wie wir es geplant haben. Aber es gibt ein übergeordnetes Versprechen. Und über alle anderen Versprechen darüber war das Versprechen, dass wir hier einen Platz schaffen, an dem ihr in Freiheit, in Sicherheit und in Gesundheit mit euren Familien leben könnt. Das ist das übergeordnete Versprechen. Und bei all dem, was in den letzten 5 Jahren passiert ist, mussten wir immer das oberste Versprechen halten. Es gibt einfach keine Alternative. Es muss das Land sicher bleiben. Und ich vergleiche das immer mit der Burg der Katara, ja, Montségur. Ihr könnt euch erinnern, ich glaube 13. oder 14. Jahrhundert war das, als die Burg gefallen ist. Ja, die Burg wurde dann aufgegeben und die Katarer sind geschlossen zum Scheiterhaufen marschiert. Ja. Es hat ihnen nichts genützt, die sicherste Burg der Welt zu haben, Montségur, der sichere Berg. Die sichere Burg hat nichts genützt, weil das Umfeld nicht unter der Kontrolle der Katarer war. Man hat vergessen, man hätte sollen damals den französischen König auf die Seite der Katarer ziehen, sodass der sagt, so wie der englische König, weißt du was, lieber Papst, schick mir doch den Bann, ich hänge mir an die Wand, ich mache meine eigene französische Staatskirche. Das hätte der französische König gemacht, dann wären wahrscheinlich die Katarer siegreich gewesen und das Land wäre wahrscheinlich heute in einem anderen Zustand. Als ethische Leute, die die Vernunft, Leute, die im Prinzip das Gute wollten, damals in Frankreich verfolgt worden. Aber man hat damals sich konzentriert auf die Burg.
El Paraíso Verde ist ein Synonym dafür. El Paraíso Verde ist die Burg, der Mont Ségur. Und uns war klar vor 5 Jahren, wir können die Burg nicht halten, wenn wir das Land, das Umfeld nicht halten können. Das heißt, wir müssen rausgehen und sicherstellen, dass das Land auf unserer Seite ist, damit die Burg gehalten werden kann. Und das haben wir gemacht. Und das war unmenschlich. Das war so unmenschlich, das kann sich keiner vorstellen. Aber weißt du was? Ein Gründer eines solchen Projekts, der weint seine Tränen im stillen Kämmerlein. Ich habe niemanden, wo ich hingehen kann. Ich kann mich weder wo aufregen noch wo weinen gehen. Ich muss das aushalten. Und mein Dank gilt vor allem dem Juan, dem Dr. Buca. Ich habe eine Frage. Wieso wird Horacio Cartes, der schon lange nicht mehr im Amt ist, immer noch der Präsident der Herzen genannt? Gut, es hat mehrere Gründe. Erstens ist Horacio Cartes der Führer von unserer internen Bewegung in der Colorado-Partei, die heißt Honor Colorado. Und Santiago Peña war sein Finanzminister. Und das ist klar, dass Horacio Cartes ihn unterstützt. Die Frage mit, warum wird Horacio Cartes so genannt? Präsident der Herzen und so weiter. Die Frage will ich so beantworten. Es gibt keinen Präsident in der demokratischen Zeit, der mehr für das Volk getan hat als Horacio Cartes. Und es gibt konsequenterweise keinen Präsident, der mehr in Frage gestellt wurde als Horacio Cartes. Weil wenn du vieles Gutes tust, hast du auch viele Neider. Und das ist genau das, was er hat. Wir werden, das kann ich voraussagen, am 18. November einen noch nie dagewesenen Sieg haben. Und wir werden dann gemeinsam in die Generalwahlen gehen. Ich wollte noch mal auf die Wahlen zu sprechen kommen. Gerne. Wie geht das vonstatten? Also nicht so wie in Amerika zum Beispiel, wo dann plötzlich ein ganz anderer Präsident wurde. Oder auch in Deutschland und Österreich. Die Leute denken ja immer noch, dass die Politiker dort gewählt werden. Wie ist das jetzt hier mit Korruption bei der Wahl? Also ich halte die Korruption bei der Wahl oder lass mich sagen Wahlfälschung, Ja. für fast ausgeschlossen. Fast völlig ausgeschlossen. Also ich gehe davon aus, dass auch Beobachter dann dabei sein werden. Jede Menge, auch internationale Beobachter, aber die Möglichkeiten zur Wahlfälschung sind praktisch nicht gegeben. Wir haben das Verfahren 3 Leute in einem Tisch, in einem Wahltisch und es muss die Unterschrift von 2 sein und die sind sich nicht grün. Es ist also nicht mein Freund am Tisch, sondern es ist vielleicht mein politischer Gegner. Also der eine passt auf den anderen auf. Aber worauf du dich verlassen kannst, und zwar mit Argusaugen. Und dann der Vorsitzende vom Tisch. Und nein, es wird sicherlich sehr genau aufgepasst. Sehr, sehr genau. Super. Dann können wir dem ganzen Jahr eigentlich freudig entgegensehen. Freudig, Und auch heute der Veranstaltung und freudig, Horacio und auch freudig. auch freudig. Und wir haben so ungefähr um 10 eine Veranstaltung im Polideportivo in Caçapá. Wir erwarten zwischen 5.000 und 10.000 Personen. Also das wird schon was ganz Oh, Besonderes. dann komme ich auch. Du bist natürlich eingeladen. Zwar schwarz ist nicht unser Markenzeichen, sondern eher rot. Ja, dann gib mir eine Jacke. Ich gebe dir auch ein Hemd, aber es würde dir wahrscheinlich zu groß sein. Ja, gut. Vielen Dank, Herr Dr. Gerne, Juan Buca. gerne. Diese Schlacht alleine hätten wir es nicht geschafft. Wir haben es nur geschafft zu dritt. Und diese Schlacht zu führen, war eine Heldenleistung. Ja. Muss man sagen, eine Heldenleistung. Meine vollste Anerkennung. Jetzt sind wir auf dem Punkt, wo wir die Wunden lecken, wieder verbinden, uns wieder aufrichten. Wir haben tolle Programme, wie wir jetzt das El Paraíso Verde. Wir haben die Infrastruktur. In der ganzen Zeit haben wir eine Infrastruktur hingestellt für 20.000 Menschen. Ihr müsst euch das vorstellen. Wir haben jetzt ca. 250 Leute hier. Wir haben eine Infrastruktur hingestellt, wo 20.000 Menschen kommen können. Ja, das muss man sich vorstellen. Und wenn die hierher kommen, wenn in den nächsten Jahren ein paar tausend Leute hierher kommen, sind wir der größte Wirtschaftsfaktor im Land Paraguay und können von hier aus ganz Südamerika umdrehen. Die Beispielswirkung von El Paraíso Verde Da wollte ich noch dreht mal kurz Südamerika einhaken. um. Dieser Satz. Wir können von hier aus, vom El Paraíso Verde, die Welt umdrehen. Die Welt
um uns herum, ob es Europa, es ist überall so, die Welt liegt brach. Da passiert nichts mehr, es ist alles korrupt. Jetzt sehe ich die einmalige Chance für Santi Peña, für die Colorados, den Gang der Welt zu steuern durch ihre Taten. Und da fällt mir auch dieses Sprichwort ein, an ihren Taten wirst du sie erkennen. Kann man diese Taten schon innerhalb des nächsten Jahres irgendwo sehen? Santi Peña wird die Macht Mitte August übernehmen. Bis dahin ist es so das Übergangsteam hier. Bis August wird es noch zwar schwierig, aber die andere Seite muss gehen. Also die andere Regierung von der anderen kleinen, mittlerweile sehr klein gewordenen Fraktion der Colorados muss gehen. Santi Peña übernimmt Mitte August die Amtsgeschäfte und wir haben einige Gespräche geführt mit Santi Peña. Er ist komplett auf unserer Seite. Öffnung der Wirtschaft, Öffnung der Investitionen, Schutz der Investitionen, freies Leben, Gesundheitsversorgung frei wählbar, natürlich keine Impfpflicht, natürlich und ganz wichtig, die Kindererziehung in den Händen der Eltern. Die Eltern kontrollieren die Kindererziehung. Ja, natürlich gegen Woke-Agenda, natürlich pro Leben. Also alle diese Dinge, da ist er voll auf unserer Linie. Und 5 Jahre, wenn wir die nützen, wenn ihr die nützt, indem ihr hierher kommt und euch hier wirklich mit uns, jetzt, ihr braucht euch nicht mehr in die Schlacht zu werfen, ihr braucht den Krieg nicht mehr führen, aber ihr könnt jetzt kommen und eure Kräfte einsetzen, dieses Land nach dem Krieg aufzubauen. Der Krieg ist vorbei, kommt jetzt, baut das auf. Und was kommt nach dem Krieg? Es kommt ein Wirtschaftswunder. Schau mal in Deutschland, die 3 Jahre zwischen 45 und 48 hat das Wirtschaftswunder begonnen. Und wir sind jetzt in den nächsten 5 Jahren, und wenn das erfolgreich wird, natürlich auch unter Aliana 10 Jahre lang, sind wir natürlich in der Lage, das Land zu einem Musterland zu machen für Südamerika. Und damit werden wir die anderen Länder wieder umdrehen. Also hoffentlich sind wir nicht allein auf der ganzen Welt. Ich hoffe schon weltweit, dass es noch andere Länder gibt, die uns folgen werden oder ihr eigenes positives Modell machen. Ich möchte nicht das einzige Land sein, aber definitiv Südamerika werden wir von Paraguay aus, vom El Paraiso Verde aus umdrehen. Das werden wir tun. Bajo la sombra de tu hechicero y cuavolaño, con mi guitarra fiel melodía vengo a cantar, porque tú eres la dueña eterna de mis ensueños, y en mis noches solo en ti pienso casa paz. Los parques son de flores, lirio, jazmines, y tus mujeres tan cariñosas cual bella flor, que me induce del arquellos al jardinero, para que un día al bar yo pueda alentar de amor. Turquoise labios suerte que hechiza con su frescura mi corazón, como quisiera cantar un día bajo tu hermoso vagabundo. Y si mañana la lejanía fuera sin verte casa madre, sepas igual que en los sueños Mario, allá la tumba lo he de adorar. Que son de flores, de lirio, jazmines, y tus mujeres tan cariñosas cual bella flor, que me induce del arquellos al jardinero, para que un día al bar yo pueda alentar de amor. Turquoise bolaña suerte que hechiza con su frescura mi corazón, como quisiera cantarte un día bajo tu